Sie verlor die Fähigkeit zu gehen, kehrte aber in den Sattel zurück und wurde eine Top-Reiterin. Ihr Name ist Amberly Snyder. Seit frühester Kindheit war sie von der Welt besessen. Des Westernsports, mit einem Funkeln in den Augen raste sie über die Barrel-Racing- und Roping-Strecken, eroberte die Herzen der Zuschauer und den Respekt der Konkurrenten. Amberly war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als im Januar 2010 das Schicksal beschloss, ihr einen bösen Streich zu spielen. An jenem schicksalhaften Tag, als sie zu einem weiteren Wettbewerb unterwegs war, ereignete sich ein schrecklicher Autounfall. Amberly überlebte, aber ihr Leben veränderte sich für immer. Die Ärzte stellten eine schreckliche Diagnose. Sie war an den Rollstuhl gefesselt und ihre Beine verloren für immer die Fähigkeit, sich zu bewegen. Die Worte, dass sie nie wieder im Sattel sitzen würde, klangen wie ein Urteil. Doch selbst in diesem düsteren Moment brach Amberlys Geist nicht. Mit jedem neuen Tag kämpfte sie weiter. In ihrem Leben tauchten zwei treue Begleiter auf. Pferde namens Power und Wrangler. Um sich wieder als Reiterin zu fühlen, entwickelte Amberly einen speziellen Sattel, der es ihr ermöglichte, ihre Beine zu fixieren und sicher im Sattel zu sitzen. Sie sattelt ihre Pferde selbst und wenn sie auf ihnen reitet, entfacht sich in ihrem Herzen ein Feuer, das niemals erlöschen wird. Wenn ich reite, fühle ich mich wie ein normaler Mensch. Die Pferde werden zu meinen Beinen, ich kann mit anderen Reitern konkurrieren, die laufen können, sagt sie, und in ihrer Stimme klingt eine Zuversicht, die inspiriert. Amberly begann ihre Karriere im Sattel mit 3 Jahren und errang mit 7 ihren ersten Sieg. Mit 18 Jahren erreichte sie die Spitze, als sie im Herbst 2009 Weltmeisterin wurde. Aber der Januar 2010 wurde für sie nicht nur zu einer Prüfung, sondern zu einem echten Wendepunkt. Es war für mich leichter zu hören, dass ich nie wieder laufen können würde, als zu hören, dass ich nie wieder in den Sattel zurückkehren könnte, erinnert sie sich, und in diesen Worten hört man nicht nur Schmerz, sondern auch einen unglaublichen Willen. Mit harten Trainings und Rehabilitation kehrte Amberly wieder in die Welt des Sports zurück. Jetzt gehorchten ihre Pferde nicht den Beinen, sondern dem Klang ihrer Stimme. Und das wurde ein neuer Anfang für sie alle. Heute nimmt Amberly Snyder einen ehrenvollen Platz unter den Top 5 der Westernsportler in den USA ein und sie hat nicht vor, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Ihre Geschichte ist nicht nur eine Erzählung über Überwindung, sondern eine Hymne an den menschlichen Geist, der trotz aller Hindernisse weiterhin nach seinen Träumen strebt. Hippotherapie. Ein Ausritt auf einem Pferd entspricht 5 Massagesitzungen. Und das ist keine Magie, das ist Hippotherapie. Was ist das? Ich erkläre es dir. Du könntest durch die Kraft eines Pferdes geheilt werden. Ja, genau so. Hippotherapie ist wie Magie, wenn Reiten den Menschen hilft, gesund zu werden. Schon die alten Griechen kannten dieses Geheimnis. Hippokrates selbst empfahl Ausritte auf Pferden zur Bekämpfung von Melancholie. Und wusstest du, dass der französische Arzt Perron bewiesen hat, wie Pferde das Blut und die Atmung aktivieren? Und selbst Jahrhunderte später bemerkte der Psychologe Laoleri, dass die Behandlung mit Pferden besonders Menschen mit Behinderungen hilft. In Europa wurde die Hippotherapie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts populär und in Amerika wird sie als alternative Behandlung eingesetzt. Bei uns in Russland wurde sie erst kürzlich offiziell anerkannt, hilft aber bereits vielen. Pferde sind wie magisch, sie entwickeln die Muskeln, verbessern die Koordination und die Ausdauer. Und nicht nur der Körper, sondern auch die Seele freut sich. Reiten schenkt einen kraftvollen Schub an Emotionen und danach folgt eine wohlverdiente Ruhe. Es ist wie ein Reset für das gesamte Nervensystem. Und das Erstaunlichste ist, dass die Hippotherapie für alle geeignet ist, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, unabhängig vom Alter. Sie hilft bei Zerebralparese, Neurosen, Autismus, Entwicklungsverzögerungen bei Kindern sowie nach Verletzungen und Krankheiten. Natürlich können nicht alle Krankheiten besiegt werden, aber die Hippotherapie kann den Zustand verbessern und dem Patienten helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Das Wichtigste ist die Sicherheit. Deshalb finden die Sitzungen unter der Leitung eines erfahrenen Hippotherapietrainers statt, der alles über Pferde und Rehabilitation weiß. Und natürlich sollte immer ein Arzt in der Nähe sein. Hippotherapie, Tam, ist nicht nur Reiten. Es ist eine ganze Welt voller Möglichkeiten zur Heilung und Freude. Liz Hartle. Liz Hartle, eine halbgelähmte Frau bei den Olympischen Spielen und sie gewinnt gegen Männer. Jetzt wird uns Liz Hartle ihre Geschichte erzählen. Ich wurde 1921 geboren und war von Kindheit an von der Dressur begeistert. Doch im Jahr 1940 veränderte sich mein Leben für immer, als ich an Polio erkrankte. Diese Krankheit, die dank des Impfstoffs heute selten geworden ist, ließ mich teilweise gelähmt zurück. In diesem Moment schien es mir, als läge nur noch Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit vor mir. Aber wie ich bald erkannte, war dies nur der Anfang meines Weges. Das Reiten für Behinderte wurde für mich zu einer echten Rettung. Es beflügelte mich, schenkte mir ein neues Leben und weckte meinen Geist. Ich möchte meine Erfahrungen mit Pferden und dem Reiten mit Ihnen teilen, die, obwohl sie vor vielen Jahren stattfanden, auch heute noch relevant sind.
Mein erstes bedeutendes Ergebnis erzielte ich bei den Olympischen Spielen in Helsinki 1952, wo ich eine Silbermedaille im Dressurreiten gewann. Dieses Ereignis erregte aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit. Ich war die erste Frau, die gleichberechtigt mit Männern teilnahm und, was am wichtigsten ist, ich war behindert. Danach erhielt ich Hunderte von Briefen von Menschen, die von meiner Geschichte inspiriert wurden. Einige von ihnen schrieben, dass sie den Mut in sich gefunden haben, andere suchten Rat, wie sie ihre Schwierigkeiten überwinden können. Der Erfolg im Sport war wichtig, aber die wahre Freude für mich bestand darin, dass ich kleine Siege über die Kinderlähmung erringen konnte. Jede kleine Verbesserung wurde zu einem Meilenstein auf dem Weg zur Genesung. Ich erkrankte mitten in der Polio-Epidemie in Dänemark. Als ich das Krankenhaus verließ, träumte ich nur davon, wieder auf die Beine zu kommen. Mein Weg zur Genesung war lang und schwierig. Als ich das erste Mal aus dem Bett aufstand, konnte ich nur kriechen. Meine älteste Tochter, die damals erst 2,5 Jahre alt war, krabbelte neben mir und das brachte uns Freude. Ich lernte auch in den schwierigsten Umständen die hellen Momente zu finden. Ein Lächeln und Optimismus wurden zu meinen treuen Begleitern. Ich benutzte alle möglichen Hilfsmittel, Gehhilfen, Sandsäcke, Fahrräder, um meine Kräfte allmählich wiederherzustellen. Aber tief im Inneren träumte ich davon, wieder auf ein Pferd zu steigen. Eines Tages brachte man mich zu meinem Lieblingspferd in den Stall. Alle dachten, ich sei verrückt geworden, aber ich bestand darauf. Ich konnte nur eine Runde im Schritt reiten, aber es war unglaublich. Ich saß wieder im Sattel, und das erfüllte mich mit Freude. Ich verstand, dass ich mein erstes Ziel erreicht hatte und neue lagen vor mir. Ich trainierte monatelang, jahrelang, um meine Bewegungen zu perfektionieren. Ich folgte den Anweisungen der Ärzte und ritt auf dem Pferd. So oft wie ich konnte. Ich bin sicher, dass Reiten nicht nur für Menschen mit Poliomyelitis nützlich ist, sondern auch für viele andere, die mit körperlichen Beschwerden konfrontiert sind. Es aktiviert viele Muskeln und das ist sehr wichtig für die Genesung. Nach 2 Operationen an den Sprunggelenken konnte ich mit 2 Krücken gehen. Der Arzt, der mich behandelte, sagte einmal, dass ich, wenn ich Glück habe, mit Krücken gehen könnte, aber dass ich nie reiten könnte. Ich erwähne das nicht, um den Arzt zu kritisieren, sondern um andere Menschen mit Behinderungen zu inspirieren. Das ständige Streben nach vorne zahlt sich aus. Nach meinem Sieg bei den Olympischen Spielen wurde ich in verschiedene Länder eingeladen, um die Kunst des Dressurreitens zu demonstrieren. Ich war bei Schauvorstellungen die Vertreterin der Menschen mit Behinderungen und in meinen Artikeln verlieh dies meinem Erfolg besondere Bedeutung. Ich erinnere mich besonders daran, wie das Reiten für Menschen mit Behinderungen gerade erst begann, sich zu entwickeln. Ich traf einen jungen Arzt, der ebenfalls an den Folgen von Polio litt. Ich überzeugte ihn, es mit dem Reiten zu versuchen, und er war begeistert. Sein Beispiel inspirierte viele und er setzte das Reiten in seiner Heimat fort. Ich glaube an das Reiten für Menschen mit Behinderungen, nicht nur als Therapieform, sondern auch als Möglichkeit, die Freude zu erleben, die alle Reiter empfinden. Ein Mensch mit Behinderung ist eine gesunde Persönlichkeit, nur seine Fähigkeiten sind eingeschränkt. Ich habe viele bemerkenswerte Menschen getroffen, die sich von ihren Schwierigkeiten nicht unterkriegen ließen. Ich bin überzeugt, dass viele normale Menschen von denen lernen können, die trotz ihrer Probleme lächeln können. Ich bin glücklich, dass mein Beispiel des Überwindens von Schwierigkeiten anderen hilft. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich genug Kraft und Optimismus hatte, um für meine Genesung zu kämpfen. Ein Mensch muss kämpfen, ohne sich den Umständen zu beugen. Diese Gedanken kommen mir, wenn ich frühmorgens unter freiem Himmel auf einem Pferd reite. Der ruhige Galopp verwandelt mich und mein Pferd in eine Einheit, und ich fühle Glückseligkeit, freudige Dankbarkeit für das Leben, für die einfachen Dinge und die Erkenntnis, dass Anstrengungen und Geduld nicht umsonst sind. Wie habe ich reiten gelernt? Ich war behindert. Nach 3 Monaten stand ich in den Steigbügeln, lenkte das Pferd und belegte einen Preisplatz. Meine Geschichte begann in der Kindheit, als ich, wie viele andere Kinder, von Pferden fasziniert war. Diese anmutigen Geschöpfe zogen mich immer an, aber ich ahnte nicht, dass meine Leidenschaft für sie sich erst mit 24 Jahren zeigen würde. An einem Sommertag im Jahr 2018, als das Schicksal beschloss, mit mir sein Spiel zu spielen, erfuhr ich von einem Hippotherapiezentrum, das sich in dem Stadtteil befand, in dem ich mit meinen Eltern lebte. Es war wie ein Zeichen von oben. Mir wurden 20 kostenlose Sitzungen aufgrund meiner Behinderung angeboten. Ich konnte diese Chance nicht verpassen und entschied mich voller Hoffnung, mich als Reiter zu versuchen. Das Zentrum hieß Poljuschka. Als ich dort ankam, wurde ich von weiten Flächen empfangen. Ein großes Feld, das etwa 1,5 Hektar einnahm. Auf dem Gelände arbeiteten 2 erfahrene Trainer und mehrere Freiwillige, sowie 4 Pferde, die bereit waren, meine Begleiter auf dieser erstaunlichen Reise zu werden. Ich bemerkte auch 2 junge Pferde, die gerade erst ihren Weg begannen und lernten, mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten. Zuerst war ich ein wenig verwirrt. Der Aufstieg auf das Pferd erfolgte mit Hilfe einer speziellen Erhöhung mit Rampe, die es jedem ermöglichte, sich als Reiter zu versuchen. Aber wie bei jedem Anfang ist das Schwierigste, es zu tun.
Der erste Schritt: Ich erinnere mich, wie unsicher ich beim ersten Mal auf das Pferd stieg und auf die Hilfe der Freiwilligen angewiesen war. Aber mit der Zeit änderte sich alles. Meine Übungen begannen mit einfachen Dingen. Ich lernte im Sattel zu bleiben, Bewegungen auszuführen, in den Steigbügeln aufzustehen und die grundlegenden Kommandos zur Steuerung des Pferdes zu beherrschen. 2-mal pro Woche tauchte ich in diese Welt ein und jede Einheit dauerte 30-40 Minuten. Ich spürte, wie ich allmählich meine Ängste und Unsicherheiten überwand. August 2018 wurde für mich zu einem Wendepunkt. Ich war nicht mehr nur ein Anfänger, ich wurde Teil des Teams Rayabina. Meine Trainer begannen mir anspruchsvollere Aufgaben zu geben. In den Steigbügeln stehen, mit dem Ball arbeiten und sogar den Trab erlernen. Ich spürte, wie das Selbstvertrauen in mir wuchs und das war unglaublich inspirierend. Was habe ich aus diesen Aktivitäten gewonnen? Ich habe gelernt, das Gleichgewicht zu halten, meine Haltung und meinen Gang verbessert. Ich habe Fähigkeiten im Umgang mit Tieren erworben. Und als angenehmer Bonus habe ich den 2. Platz bei einem Wettbewerb im Durchlaufen eines speziellen Parcours belegt. Jetzt, wenn ich zurückblicke, verstehe ich, dass der Schlüssel zum Erreichen jedes Ziels in der regelmäßigen Arbeit liegt. Offenheit für Neues und Unterstützung von nahestehenden Personen. Ich glaube an mich selbst und daran, dass jeder von uns in der Lage ist, alle Hindernisse zu überwinden, solange man nicht auf halbem Weg stehen bleibt. Geschichten von Sportlern. Er konnte nicht gehen. Und jetzt in der russischen Nationalmannschaft für paralympisches Reiten. Aus erster Hand werden Sie Geschichten von Sportlern hören, die von der Ausweglosigkeit zu Podiumsplätzen gelangt sind. Als ich erst 7 Jahre alt war, konnte ich nicht gehen. Ein Rollstuhl und die ständige Hilfe von Erwachsenen wurden ein unverzichtbarer Teil meines Lebens. Aber alles änderte sich vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal zur Hippotherapie kam. Heute gehe ich nicht nur und reite, sondern vertrete auch die russische Nationalmannschaft im paralympischen Reiten und gewinne internationale Turniere. Dieser Weg war unglaublich schwierig. Jeden Tag stand ich vor unerträglichen Schmerzen und manchmal wollte ich alles aufgeben. Hippotherapie ist nicht einfach nur Reiten, es ist ein echter Kampf. Ich erinnere mich, wie ich mich selbst überwinden musste und wie viel Anstrengung es kostete. Es dauerte 10 Jahre regelmäßigen und manchmal schmerzhaften Trainings, bis ich an meinem ersten Turnier teilnehmen konnte. Jetzt bin ich mehrfacher russischer Meister und Bronzemedaillengewinner eines internationalen Turniers. Meine Geschichte ist nicht einzigartig. Auch meine Kollegin Nina Anufrieva hatte einen schwierigen Weg. Mit 12 Jahren konnte sie aufgrund eines ärztlichen Fehlers fast nicht mehr gehen. Mit 27 Jahren kam sie zum ersten Mal in einen Reitclub. Nach der ersten Stunde tat ihr Körper so weh, dass es schien, als könnte sie nicht zurückkehren. Aber eine Woche später kam Nina trotz Bandagen und Schmerzen wieder zum Training. 14 Jahre später gewann sie ein internationales Ranglistenturnier in Italien und ist nun Kandidatin für die Paralympics. 2006 in Rio de Janeiro. Als mein Sohn Shenya 7 Jahre alt war, brachte ich ihn zur Rehabilitation durch Reiten. Er hatte die Diagnose geistige Behinderung und sprach kaum, verwechselte rechts und links. Der Psychiater zweifelte an unserem Vorhaben und riet mir davon ab, aber ich glaubte, dass es helfen würde. Wir setzten den Unterricht fort, trotz der Schwierigkeiten und Shenyas Schreie, die die Mitarbeiter des Museums erschreckten, wo das Training stattfand. Mit jedem Jahr bemerkte ich, wie er offener und selbstbewusster wurde. 2006 wurde Shenya zum Helden einer Fernsehsendung über Hippotherapie in Irkutsk. 2007 belegte Shenya bei den Special Olympics in Shanghai den ersten Platz, indem er mit Anmut vor vollen Tribünen ritt. 2020 wurde er der Beste bei der offenen Meisterschaft der Region Irkutsk und ich bin stolz auf seine Leistungen. Geschichten aus der Praxis. Seit 2016 beschäftige ich mich mit Hippotherapie und kann viele erstaunliche Geschichten aus meiner Praxis erzählen. Und jede von ihnen ist einzigartig. Einmal kam ein Junge zu uns, der aufgrund der Unbeweglichkeit des Unterkiefers nicht sprechen konnte. Weder Massagen noch osteopathische Behandlungen brachten Ergebnisse. Wir beschlossen, ihn auf den Bauch des Pferdes zu legen, sodass sein Kinn den Hals des Tieres berührte und begannen einfach zu gehen. Nach 2 Sitzungen erhielt ich eine Nachricht von seiner Mutter. Der Logopäde ist völlig begeistert. Der Kiefer begann sich zu bewegen. Eine weitere Geschichte betrifft eine erwachsene Frau mit Autismus, die in der Gegenwart von Fremden großes Unbehagen empfand und Angst vor öffentlichen Orten hatte. Wir begannen die Sitzungen in der Reithalle, wo niemand sein sollte, da sie sonst hysterisch wurde. Aber eines Tages kam durch Zufall ein weiterer Reiter in die Reithalle. Und zu meiner Überraschung kam es nicht zu einem Wutanfall. Ich verstand, dass der Reiter auf dem Pferd für sie nicht als Bedrohung wahrgenommen wurde. Diese Entdeckung inspirierte mich und ich begann, andere Reiter in die Reithalle einzuladen, natürlich unter meiner Aufsicht und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Schließlich erreichten wir, dass gleichzeitig 4., 5 Reiter und ihre Trainer trainierten und das löste keine negative Reaktion aus. Darüber hinaus zeigte meine Schülerin Interesse an dem, was geschah. An einem der Tage sagte mir ihre Mutter, dass sie gestern im Park spazieren waren.
Es war eine einfache Sache, ein Spaziergang im Park, den viele von uns regelmäßig machen, aber für ein Mädchen, das früher öffentliche Orte nicht ertragen konnte, war es etwas anderes. Das war ein echter Sieg. Schlussfolgerung. Das sind nicht nur Geschichten, das ist der Beweis, dass das Unmögliche möglich ist. Und alles beginnt im Sattel. Diese Geschichten sind ein Zeugnis dafür, dass Grenzen nur in unserem Bewusstsein existieren. Wir haben beobachtet, wie sie mit jedem neuen Schritt, mit jedem neuen Vorstoß nach vorne nicht nur physische Barrieren überwinden, sondern auch innere Ängste. Pferde werden nicht nur zu Partnern auf dieser Reise, sondern auch zu treuen Freunden, die helfen, neue Horizonte zu eröffnen. Jeder von ihnen fühlt sich im Sattel nicht nur als Reiter, sondern als wahrer Herr seines Lebens. Sie lernen, sich selbst zu vertrauen, ihre Grenzen zu akzeptieren und, was am wichtigsten ist, an ihre eigenen Kräfte zu glauben. Diese Aktivitäten werden nicht nur zur Therapie, sondern auch zur Inspirationsquelle, die ihnen hilft, voranzukommen, Schwierigkeiten zu überwinden und neue Höhen zu erreichen. Hippotherapie ist nicht nur eine Behandlungsmethode. Es ist eine Möglichkeit, sein Leben zu verändern, an sich selbst zu glauben und derjenige zu werden, der man immer sein wollte. Wir hoffen, dass diese Geschichten andere zu ähnlichen Schritten inspirieren, denn jeder von uns ist zu mehr fähig, als wir denken. Glauben Sie an sich selbst und die Welt wird sich Ihnen von einer neuen Seite zeigen. Danke, dass Sie bei uns waren. Bis zum nächsten Mal.